Hallo und willkommen bei dem Modelldealer Zinkpest Spezial. Hier habe ich 5 Kandidaten aus meinem Schrottplatz genommen. Das sind so 5 verschiedene Versionen der Zinkpest. Von ganz extreme Zinkpest bis heimtückische Zinkpest ist hier alles bei. So, wir fangen mal an mit dem schlimmsten überhaupt. Die krasseste Variante der Zinkpest ist das, wenn alles, was aus Metall ist, befallen ist. So wie hier. Hier ist schon die ganze Karosse zerbröselt. Hier liegen nämlich die anderen Teile. Also der Ursprung der Zinkpest ist ganz einfach. Man hat früher in den chinesischen Fabriken, es ist ein Materialfehler. So, das kann man nicht wegschleifen und nicht neu lackieren oder so. Das geht gar nichts. Zinkpest ist unheilbar. Es ist wirklich leider so. Es gibt auch ganz krasse Varianten, so wie vom BMW 2002. Da ist auch die ganze Karosse befallen und so wie hier. So, ich drifte gerade ein bisschen ab, merke ich. So, der Ursprung der Zinkpest kommt natürlich aus der Fabrik. Das ist, wenn die Mischung nicht richtig machen in der Fabrik des Metalls. Und wenn die halt nicht richtig durchgetrocknet sind. Und dann gasen die noch weiter aus. Und dann sieht das dann nämlich so aus. Blasen. Dann gast das Material noch aus und dann entstehen diese hässlichen Blasen. Und hier ist einfach die Mischung halt falsch gewesen oder nur mangelhaftes Material benutzt. Ja, und deswegen entstehen dann hier die ganzen Brüche. Das ist halt als Ausgasung gut zu erkennen. Bei diesem Cadillac von Anson. Anson, ja. Da gehen auch manchmal auch richtige Firmen dran kaputt. Rico ist daran kaputt gegangen, Anson ist daran kaputt gegangen, Eagle Race, wie der hier ist daran kaputt gegangen. Aber es trifft auch nicht nur Billigmarken oder günstige Marken, sondern auch hochwertige Marken. Dann nehmen wir jetzt mal hier den Mercedes GLK von Mini-Champs. Ja, Mini-Champs. Der hat zum Beispiel auf der Motorhaube die ganz fette Zinkpest. Da seht ihr schon. Brüche. Richtiger Durchbruch. Türen quillen raus. Und der Kofferraumdeckel hat sich auch schon seine Bestandteile aufgelöst. Hier sieht man auch Ausgasungen. Ja, das kann man schwer mit der Kamera. Hier sind nämlich auch Bläschen. Also bei dem Modell sind zum Beispiel jetzt alle Türen befallen. Und hier sieht man auch hier nochmal so einen richtigen Bruch. Ja, das ist zum Beispiel das Mini-Champs. Auch Autoart hat Zinkpestprobleme. Aktueller Fall, was mir jetzt so spontan in den Kopf einfällt, ist der Mercedes 500 SEC. Als AMG Rennversion. Der zum Beispiel hat es an den Türen. So, dann gibt es natürlich auch hinterhältiges Zinkpest. Zinkpest, die nicht sofort auffällt. Wie bei diesem Duesenberg. Auf den ersten Blick sieht er einfach nur normal aus, ne? Keine Blasen oder kein Aufquillen, gar nichts. Aber wenn man jetzt genau hinguckt, sieht man hier so eine ganz komische Maserung. Seht ihr das? Und das ist auch nur dieses eine Bauteil betroffen. Das restliche Modell ist nicht betroffen. Nur dieses mittlere Stück ist betroffen von Zinkpest. Und das zerbröselt ganz schlimm. Hier, Türen schließen auch noch ganz. Hier sieht man zwar noch einen Riss. Da sieht ihr auch jetzt auch hier nochmal die Maserung. Das ist eine komische, leichte Verformung. Also so Lackveränderung, sage ich mal. Man sieht das nicht sofort als Zinkpest an. Und viele behaupten, das sind dann entweder Lackfehler oder keine Ahnung, oder fällt gar nicht erst auf. Weil es quillt nicht auf, Türen gehen ganz normal weiter auf. Aber wenn man jetzt mit einem Schraubenzieher drauf rumkloppt oder so, dann steht nämlich sofort ein Loch. So, dann haben wir auch hier den Audi A6. Wo das berühmteste und traurigste Version der Zinkpest. So ein teures Modell, das kostet glaube ich im Schnitt 150 Euro aktuell, ist stark von Zinkpest betroffen. Also pass auf. Der hat komischerweise meistens immer die Türen, Kofferraumdeckel und Stoßstange. Hier sieht man auch ganz gewaltige Zinkpest. Die ist ja so gewaltig, dass die Tür schon nicht mehr schließt und dass die Wellen schlägt. Wie gesagt, man kriegt das auch nicht weg. Hier ist die Türe auch schon komplett weggegammelt. Hier sieht man auch so Risse und allem drum und dran im Lack. Und natürlich halt die Verformung. Ne? Wie gesagt,
die Zinkpest kriegt ihr nicht weg. Die könnt ihr schleifen, lackieren und was ihr wollt. Ihr könnt auch natürlich noch in diversen Foren euch Märchen anhören lassen, dass das weggeht. Aber es geht nicht weg. So, ich habe jetzt noch einen Kandidaten. Moment, ich muss mir den mal kurz holen gehen. Ich hatte eben keine Hand frei gehabt. Eine Sekunde. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt hier noch einen Kandidaten. Der hat auch nur Bauteile betroffen. Nicht das gesamte Modell hat Zinkpest, sondern nur die Kotflügel. Ich weiß selber nicht, wie man das hinkriegt, dass nur bestimmte Bauteile Zinkpest hat. Aber hier sieht er auch schon ganz extrem. Seht ihr das? Diese Risse? Das ist Zinkpest. Also Zinkpest muss nicht immer so aussehen. Oder halt so aussehen. Ne? Also Zinkpest hat viele Gesichter. Es gibt auch Modellautos, da ist die Zinkpest auch wirklich nur auf ein paar bestimmten Teilen betroffen. Ich hatte auch schon Modelle gehabt, die waren komplett zinkpestfrei, bis auf die Lenkstange. Ja, habe mich gewundert, warum die Lenkstange, Lenkrad abgebrochen ist. Gucke ich nach, Lenkrad hat Zinkpest, also die Stange. Wahnsinn, aber wahr. Plastik kann natürlich keine Zinkpest bekommen, ist ja logisch. Und Resin kann auch keinen Zinkpest bekommen. Und deswegen wechseln auch viele Modelle, Autohersteller auf Plastik und Resin. Ne, aus Zinkpestangst halt. Ne? Sowas geht schnell. Und sowas kann auch richtig in die Kohle gehen. Da kann eine komplette Produktion flöten gehen. Ne? Das heißt, wenn ihr jetzt von diesem Cadillac hier 5000 Stück produziert haben und alle 5000 haben die schlechte Mischung, dann kann das schon ein finanzieller Totalschaden werden. Ne? Und wenn da mehrere Modellautos davon betroffen ist, dann könnt ihr euch vorstellen, dann kann eine Firma daran kaputt gehen. Weil so eine Form zu produzieren, so ein Modellauto zu produzieren, wo Teile aufgehen und so alles, kann bis zu 20.000 Euro kosten. Ne? Und dann kommen dann noch die Modellautos selber, die man mal bezahlen muss. Und dann halt noch Fracht, Zoll, Umsatzsteuer hier und da. Läppert sich und dann kommt dann die Zinkpest. Und die ganzen Rückrufaktionen oder Reklamationen, das geht richtig in Geld und dann gehen halt Firmen daran kaputt. So, der ist jetzt von Signatures, der ist von Aronson. Norev, Mini-Chance, Eagle Race und das müsste glaube ich auch Signatures sein. Signatures gibt es inzwischen auch nicht mehr. Ja, ist auch Signatures. Wie ihr seht, gibt es viele verschiedene Varianten Zinkpest. Ne, von Totalschaden wie der Porsche da hinten oder bis auf so hinterhältige Dinger so wie der Duesenberg. Und es gibt aktuell bis auf Majesto glaube ich keinen Hersteller, der absolut kein Zinkpest-Modell hat. Also ich kenne jetzt kein Majesto-Modell, das Zinkpest hat. Es gibt auch Buragos, die haben dann irgendwie so eine Beule. Ne? Aber das ist keine Zinkpest. Der einzige Burago, den ich kenne, der Zinkpest hat oder hatte, war ein Mercedes 300 SL im Braun Metallic. Kofferraumdeckel war damals betroffen. Ein einziges Mal hatte ich und ich hatte schon Millionen Buragos da gehabt und das war der einzige Fall bei Burago, der Zinkpest hatte. Burago hat dafür aber andere Probleme, ne? Nämlich Kunststoffpest. Da zerbröselt das Kunststoff irgendwann mal. Ist so. Und Majesto hatte das Problem der Felgenpest. Da wo die Felgen halt, das Plastik von der Felge mit dem Weichmacher der Reifen reagiert. Ja, das haben diese Modellautos wiederum nicht. Ja, wie gesagt, wir nehmen mal hier den GLK. Da müsst ihr jetzt auch ohne große Gegenwehr jetzt noch ein Teil abbrechen. Seht ihr? Mal eben so das Scharnier abgebrochen. Jetzt zeige ich euch mal. Da könnt ihr spachteln, schleifen, wie ihr wollt. Das ist nicht rettbar, wie ihr gerade gesehen habt. Das Material ist einfach hin. So ist es. So, das war's von mir. Ich hoffe, dieses kleine Video hat euch mal gezeigt, was es bedeutet, Zinkpest zu haben. Und welche Möglichkeiten man hat, nämlich keine. Man hat eventuell die Möglichkeit, einen 3D-Scan davon zu machen und den aus dem 3D-Drucker auszudrucken und dann auszutauschen. Das ist möglich, ja. Aber ansonsten gibt es ja wirklich keine Alternative. Wirklich keine. Leider Gottes. Also wenn das Modellauto Zinkpest hat, dann ist es vorbei. Ne? Wie gesagt, hinterhältig, offensichtlich und Totalschaden. Das war's. Danke fürs Zugucken. Seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Lasst ein Abo da.